Hallo und Servus bei einem neuen Video von mir. Ich bin heute wieder in Wien unterwegs und möchte dir den Hernalser Friedhof zeigen. Zuerst möchte ich dir ein wenig die Geschichte von diesem Friedhof erzählen und nachher einige Berühmtheiten und ihre Gräber zeigen. Wenn dich das interessiert, dann bleib dran. Also, los geht's! Zwischen alten Bäumen, steinernen Kreuzen und verwitterten Inschriften liegt ein Ort, der still von Jahrhunderten erzählt: der Hernalser Friedhof. Hier im 17. Wiener Gemeindebezirk vereinen sich Geschichte, Glaube und Erinnerung. Wer über diesen Friedhof geht, betritt nicht nur ein Stück Erde, sondern ein lebendiges Kapital Wiener Kulturgeschichte. Seine Wurzeln reichen zurück in das späte 18. Jahrhundert. Damals befand sich der erste Hernalser Friedhof rund um die Kalvarienbergkirche. Doch im Jahr 1784 ließ Kaiser Joseph II. Im Zuge seiner Reformen alle innerstädtischen Friedhöfe schließen aus hygienischen und organisatorischen Gründen. Auch der alte Hernalser Friedhof fiel diesen Maßnahmen zum Opfer. Fast ein Jahrhundert später wurde ein neuer Friedhof errichtet. Zwischen 1870 und 1872 ließ die Gemeinde Hernals ein modernes, weitläufiges Areal anlegen. Der Entwurf stammte vom Stadtbaumeister Johann Pflau, der den Friedhof nach funktionalen und ästhetischen Prinzipien des 19. Jahrhunderts gestaltete. Am 25. Oktober 1872 fand die feierliche Einweihung statt. Die erste Bestattung folgte am 2. November desselben Jahres. Die Aufbahrungshalle, die Maueranlagen und Wege sind typische Zeugnisse des Wiener Späthistorismus. Symmetrische angelegte Felder, gesäumt von alten Linden und Kastanien, verleihen diesem Ort bis heute eine ruhige, beinahe parkähnliche Atmosphäre. Viele der alten Steine stammen aus dem späten 19. Jahrhundert und spiegeln die Kunstfertigkeit dieser Zeit wider. Im Laufe der Jahrzehnte wuchs Hernals und mit ihm der Friedhof. Mehrere Male wurde das Gelände erweitert, zuletzt zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Nach dem Zweiten Weltkrieg stand der Friedhof vor einer neuen Aufgabe: der Pflege und Wiederherstellung vieler beschädigter Grabstätten. In den 1960er Jahren entstand der Urnenhain, ein Symbol für den Wandel der Bestattungskultur. Ab den 2000er Jahren wurden die Gebäude restauriert, Wege erneuert und das Gelände liebevoll modernisiert.
Über die Jahre fanden hier zahlreiche bekannte Persönlichkeiten ihre letzte Ruhe. Der Hanalser Friedhof beherbergt heute 30 ehrenhalber gewidmete Gräber. Die letzte Ruhestätte von Künstlern, Musikern, Ärzten, Lehrern und Politikern, die das Wiener Leben geprägt haben. Sie alle tragen dazu bei, dass dieser Ort ein Spiegel der Stadtgeschichte bleibt. Aber schon länger, war er Intendant von FS2. Teddy Podborski war ein österreichischer Journalist, Fernsehpionier, Schauspieler, Regisseur und Autor. Er prägte das ORF-Fernsehen maßgeblich, gründete Formate wie Seitenblicke und Bundesland heute und war von 1986 bis 1990 Generalintendant des ORF. Neben seiner journalistischen Arbeit wirkte er auch als Schauspieler, Theaterregisseur und hinterließ ein vielseitiges mediales und kulturelles Erbe. Christine Nöstlinger war eine österreichische Schriftstellerin, die vor allem für ihre Kinder- und Jugendbücher bekannt ist. Sie schrieb humorvolle, einfühlsame Geschichten, die oft gesellschaftliche Themen wie Familie, Freundschaft und Gerechtigkeit aufgreifen. Für ihr Werk erhielt sie zahlreiche Auszeichnungen, darunter den renommierten Hans-Christian Andersen-Preis. Nöstlinger gilt als eine der bedeutendsten deutschsprachigen Kinderbuchautorinnen des 20. Jahrhunderts. Wahnsinnig jetzt! Jesus, Gnade, ein Perlibär, sein Auto. Brigitte Neumeister war eine vielseitige österreichische Schauspielerin, Sängerin und Autorin, die jahrzehntelang auf Theaterbühnen sowie im Fernsehen wirkte. Besonders bekannt wurde sie durch ihre Rolle als Leopoldine, Frau Durecek, in der TV-Serie Kaisermühlenblues, mit dem sie zu einem Publikumsliebling avancierte. Josef Bratfisch war einer der bekanntesten Fiaker- und Volkssänger seiner Zeit. Mit seinen Wiener Liedern und Auftritten bei Heurigen sowie mit Musikern wie den Gebrüder Schrammeln wurde er in der ganzen Stadt populär. Ab den späten 1880er Jahren war er der persönliche Leibfiaker von Kronprinz Rudolf und gehörte damit zum engen Umfeld des Thronfolgers. Bratfisch galt als einer der wenigen Menschen, denen Rudolf privat vertraute. Nach seinem frühen Tod 1892 blieb er durch seine Musik und seine Rolle im Umfeld des Meierling-Dramas in Erinnerung. Sein Andenken wird bis heute in Wien gepflegt, unter anderem durch ein Ehrengrab und einem Film über sein Leben.
Josef Schrammel war ein österreichischer Musiker und einer der Begründer der berühmten Schrammelmusik. Zusammen mit seinem Bruder Johann spielte er Geige und prägte den typischen Klang des später nach ihnen benannten Schrammelquartett. Ihre Musik verband Wiener Volksmusik mit Elementen der Klassik und wurde schnell bei heurigen Volksfesten und in der Wiener Vorstadt beliebt. Johann Schrammel war ein österreichischer Musiker und Komponist, bekannt als einer der Begründer der sogenannten Schrammelmusik, einer Formation der Wiener Volksmusik. Er spielte Violine und war gemeinsam mit seinem Bruder Josef sowie weiteren Musikern in der Schrammel-Quartettformation aktiv. Seine Kompositionen zeichnen sich durch eingängige Melodien und Wiener Charme aus und prägte die Musikszene Wiens nachhaltig. Trotz seines frühen Todes gilt er als eine zentrale Figur der traditionellen Wiener Musik. Hansi Lang war ein österreichischer Sänger und Musiker, bekannt als einer der Pioniere des Austropop. Mit seiner unverwechselbaren Stimme und seinem Charisma prägte er die Wiener Musikszene, unter anderem als Solokünstler und in Bands wie The Slow Club. Lang hinterließ ein bleibendes musikalisches Erbe und gilt bis heute als wichtiger Vertreter österreichischer Pop- und Rockmusik. Christina Beranek war eines der Opfer der Favoritner Mädchenmorde, eine Serie von Gewaltverbrechen an 3 jungen Mädchen und Frauen in Wien Favoriten zwischen 1988 und 1990. Christina Beranek verschwand am 2. Februar 1989 auf dem Heimweg von der Schule und wurde am nächsten Tag im Stiegenhaus ihres Wohnhauses tot aufgefunden. Die Ermittlungen liefen auf Hochtouren, da die Tat große Parallelen zu den beiden anderen Fällen zeigte. Später konnten 2 der 3 Morde durch DNA-Analysen aufgeklärt werden. Doch im Fall Christina Beranek gab es keine verwertbaren Spuren. Deshalb gilt ihr Mord bis heute als ungelöst. Viele Ermittler sind dennoch überzeugt, dass ein und derselbe Täter verantwortlich war. Als Ernst Happel neerstrijkt in het Haagse Zuiderpark. Het is het begin van wat later een glansrijke trainerscarrière zal worden. War ein österreichischer Fußballspieler und einer der erfolgreichsten Fußballtrainer Österreichs. Als Spieler war er in den 1940er und 1950er Jahren aktiv, unter anderem bei Rapid Wien, und gewann mehrere Meistertitel. Als Trainer führte er Vereine wie Feyenoord, Hamburger SV und den FC Sevilla zu nationalen und internationalen Erfolgen, darunter 2 Europapokalsiege. Happel gilt als eine Ikone des europäischen Fußballs und nach ihm ist auch das Wiener Stadion benannt.
Ja, das war das Video über den Herrn Nalser Friedhof und seine Geschichte und einigen Bekanntheiten, die hier bestattet sind. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass einen Daumen hoch da, abonniere diesen Kanal, somit verpasst du keine weiteren geschichtlichen Videos mehr von mir. Freue mich bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Dein GoTraveler. Also, ciao.